Hallo Leute, Alter. Das Video heute wird nicht so lang dauern. Das ist ja, also ich werde ganz kurz besprechen, wie man sein im Imperativ verwendet, aber ansonsten werde ich nichts machen. Also erstmal, die Hausaufgaben für, das ist, ja, die sind 10. April fällig, so April 10th. I'll go ahead and write that down. Ab 10. April, Alter, ich habe Caps Lock hier, also 10. April sind die fällig. Also das heißt, eure Journals und auch ein Imperativ-Arbeitsblatt, was im Modules ist. So that's your homework. But like I said, today we're just going to talk about sein in the imperative because it is a little bit different. So we can go ahead and begin. My dog's here. If you want to see, do you want to say hi? Do you want to say hi to everyone? Oh. Say hi. Hallo. Also sie kann auch kein Deutsch sprechen. Ja, sie ist amerikanisch und sie spricht eher Englisch. Aber naja. So, was wir heute machen werden, ist wie gesagt sein. Also willst du jetzt hier sitzen oder willst du wieder? Ja, okay. Ja, gut. Also, Nummer 1. Also wir haben hier, das ist Übung 18 auf Seite. Welche Seite ist das? Das ist Seite 133. Auf Seite 133, ja, so 133, Seite 133, Übung 18, ja, Übung 18. So, ganz kurz werden wir sein besprechen. So, sein, das gibt auf, ich glaube, die Erklärung ist auf Seite, warte mal, wahrscheinlich 32 oder sowas. Let's see here if they even go into it too much, because sein is it's one thing that you're going to use a lot, right? Because it's like we say it all the time, right? We say like be nice, be quiet, be. It's that be, right? Sein is to be, so we're just saying kind of that be, right? So like we saw yesterday, in the Z form, the formal, it's just the Z conjugation. But here, how do we conjugate Z with sein? Normalerweise sind, ja, sie sind, ja. But here in the imperative, es ist sein, right? So it's not normal, it's irregular. And then conjugating sein with du, normally that's bist, ja, du bist. But here it's sei, right? Conjugating sein mit ihr, das ist seid, ja. Ihr seid, ja, freundlich, ihr seid nervig oder was weiß ich, ja. So this one is the same, but the other two are different. And now we'll just go ahead and practice those really quick. Und das ist nochmal Übung 18. So, Situationen im Alltag, das heißt Situations, like everyday situations. So, ergänzen Sie die passende Form des Imperativs von sein. So, Nummer 1. Ich muss Sie warnen. Autofahren in Deutschland ist ein Abenteuer. Bitte vorsichtig. So, first of all, let's just figure out if we're using the informal, singular, the informal plural, or the formal. So what are clues we would look for, right? We would look for which pronoun they're using. So which pronoun do we see here? Sie, right? Und es ist groß geschrieben, yeah, it's capitalized. So that means it's formal. So we know that we have to have formal here. We're using sein, right? So, und ganz kurz, damit wir das einfach verstehen, ja, ich muss Sie warnen, warnen to warn, right? So, I must you warn. Autofahren in Deutschland ist ein Abenteuer. So, Autofahren in Deutschland ist ein Abenteuer. Adventure, right? Adventure. So, they're saying, yeah, driving cars in Germany is an adventure. Und dann sagen sie, bitte vorsichtig. Und dann, was wir machen wollen, ist ja, wie gesagt, sein verwenden. So, wir sagen hier, seien Sie bitte vorsichtig, ja. Sie glauben, dass ich auf Englisch schreibe, was ich nicht mache.
ja. Also, ja, seien Sie bitte vorsichtig, right? So again, it's that irregular sein, but it's sein, and we need our pronoun here. We need Sie, right? Okay, wir gehen jetzt weiter. Sie gehen mit 2 Freunden ins Konzert. Diese Freunde sind nie pünktlich und das irritiert sie, ja. Sie sagen zu ihnen, aber bitte pünktlich, ja. Okay, so this is a little bit confusing, right? Because they're saying sie a lot, but that's them talking to us, right? Sie gehen. You go mit 2 Freunden, yeah, with 2 friends ins Konzert, into a concert, in the concert, right? Diese Freunde sind nie pünktlich und das irritiert sie, ja. So they're never, also pünktlich haben wir schon gesehen, punctual, right? Sie sind nie pünktlich und das irritiert sie, ja. That's annoying you. So, sie sagen zu ihnen, to them, aber bitte pünktlich. So, was glauben wir? Wir wissen, dass das Plural ist, ja. Wir wissen, dass das Plural ist. Das ist, ja, 2 Freunden, ja. Also das heißt, dass es nicht auf gar keinen Fall Singular ist. Aber ist das formal oder informal? Das ist informal, gell? Weil die 2 Freunden sind, ja? They're 2 friends. So we use the informal form. So, we know that we have to, and wie gesagt, das ist dasselbe, ja? Wenn das Plural, informal Plural ist, dann ist das dasselbe, als ob wir einen ganz normalen Satz auf, also mit ihr und sein verwenden oder schreiben möchten, ja, so das heißt, das ist einfach seid, ja, seid, ja, und dann brauchen wir ihr, nein, gell, wir machen unser Pronomen weg, außer wenn es formal ist, ja, so, seid, aber bitte pünktlich, ja, so, das heißt, be, but, please, punctual, ja, seid aber bitte pünktlich, ja, so, again, that's kind of just that those we've got some filler words that are going to make it sound a little more fluent, yeah, and they change the meaning, right? It's a so bitte if you said seid aber pünktlich, yeah, that's you're already kind of like, also du wirfst Schatten, yeah, you're throwing a little bit of shade, right? So you're saying because you're already being a little impolite, right? But I mean, they're the ones that are being impolite for not being pünktlich, right? But it's better if you say that bitte in there, if you have that please, right? So please be punctual, right? Please be punctual. Seid aber bitte pünktlich, ja? Okay, und dann haben wir, Ihr Mitbewohner im Studentenwohnheim ist sehr unordentlich, ja? Disorderly, messy, ja? Ihr Mitbewohner im Studentenwohnheim ist sehr unordentlich. Sie erwarten Ihre Eltern zu Besuch und bitten ihn, so nett und räum deine Sachen auf, ja? So nett und räum deine Sachen auf, ja? So we're saying clean your stuff up, yeah? So we've actually got here, räum deine Sachen auf. That's its own sentence, its own command right there. Räum deine Sachen auf, yeah? Like you could just say that, but we want to make it a little bit nicer. We want to say, be so nice and clean your stuff up, yeah? So, be so nice, so nett, ja? So nett und räum deine Sachen auf, ja? So, ist das Plural, formal, informal, Singular, was ist das? So, Ihr Mitbewohner, ist das Singular oder Plural, ja? Wir bitten ihn, ja, deine Sachen auf. So, deine, da sehen wir, deine, ach so, das ist nicht eure Sachen auf, das ist nicht ihre, das ist deine, ja. Also das heißt, das ist informal Singular, ja. Und das heißt, das ist einfach, sei so nett und so nett und räum deine Sachen auf, ja. Sei so nett und räum deine Sachen auf, right? So, be so nice and pick your stuff up, right? Again, that's just kind of like a way to make it a little bit of das ist eher ein Vorschlag. So, Vorschlag, das ist Suggestion, ja. Befehl ist ein Command, right? So, ja, ein Vorschlag, das ist, wenn wir sagen, sei so nett und räum deine Sachen auf, das ist kein Befehl, ja, that's a Vorschlag, that's a suggestion. We want them to do that, and we're asking them sort of nicely to do it. Aber ja, 3 Mitbewohner im Studentenwohnheim spielen um 3 Uhr morgens immer noch laute Musik. Sie klopfen irritiert gegen die Wand. So, sie klopfen, irritiert, irritated, ja, gegen die Wand
und rufen, endlich leise, endlich leise. So, 3 Mitbewohner. Wir wissen, dass es Plural ist. Und das ist im Studentenwohnheim, ja, die sind Mitbewohner. Also das ist dann auf jeden Fall informal, gell? So, sie klopfen irritiert gegen die Wand und rufen, was? Seid endlich leise, bitte, ja, seid endlich leise. So, endlich means like finally, yeah, finally. Be finally quiet, yeah. Be quiet finally, yeah. So leise, ja, leise ist auch quiet. So, sei endlich leise. Seid endlich leise. Und das ist Plural, weil wir 3 Mitbewohner haben, ja. Und dann hier am Ende Frau Kümel zu Frau Hünig. Bitte so nett und kommen Sie morgen vorbei. Bitte so nett und kommen Sie morgen vorbei. Also, es könnte sein, dass die Freunde sind, ja, aber wir gucken hier, wir sehen, was sehen wir, welche Pronomen sehen wir? Sie, gell? Also das heißt, dass das formal ist, ja? So, wir sagen hier, seien Sie bitte so nett und kommen Sie morgen vorbei. So, and I think that's one thing to remember when we're writing these commands, right? Is that we want to make sure we don't forget in the formal, we don't forget our pronoun, and that we don't ever put a pronoun when we're talking in the informal, right? And here we've even got we've got here some trennbare Verben, ja, so aufräumen, das ist dann räum deine Sachen auf, right? Oder was ist, also kommen Sie morgen vorbei, ja, kommen Sie morgen vorbei, das ist vorbeikommen, ja. So remember, with trennbare Verben, so mit trennbaren Verben, dann machen wir das so. Wir machen uns das Verb hier, ja, am Anfang, und dann werfen wir unser Präfix am Ende, ja, dann geht es am Ende. Okay, like I said, this video is really short today. That's all I have for you. Please remember to do your Hausaufgaben. Yeah, journals are due. Make those into Google Docs. If you don't know how to make a Google Doc or anything like that, let me know. But make those into Google Docs. Just post the link so that I can edit those and we can just make this kind of a smooth and easy process. Also, don't forget the Imperativ-Arbeitsblatt. Otherwise, ja, ich glaube, das war alles. If you have any questions, let me know. I will probably be setting up some sort of a Zoom meeting for next week again. We had this week's on Monday at 11. We can see if we want to do it at a different time. But yeah, maybe I'll just put out a poll or something like that for you guys. But otherwise, ja, schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.